Chinesische Diagnose und das Orakel von Jackson Hole. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Die zwei Themen der letzten beiden Wochen waren China und die USA. In Amerika waren die Zahlen durch die Bank besser als von den Analysten erwartet. Das zeigt die steigende blaue Linie. Das Gegenteil ist in China der Fall. Schlechtere Zahlen als von den Analysten prognostiziert und damit ein sinkender grauer Index. Chinas Immobilienbesitzer befinden sich in einer Bilanzrezession. Das heißt, die Unternehmen, allen voran Immobilienentwickler wie Evergrande und Country Garden, streben aufgrund des sinkenden Vermögenspreises den Abbau von Schulden an. Dazu der Vergleich von US- und chinesischen Immobilienpreisen mit einer Verschiebung um 15 Jahre, also genau die Zeit vor der großen Finanzkrise. Wir dürfen hier gespannt sein, wie die Entwicklung in China gemanagt wird. Ein weiterer Brennpunkt ist die Umstellung auf den Binnenmarkt und damit sinkende Kreditnachfrage durch Haushalte und Unternehmen. Daher enttäuschend niedriger Privatkonsum, geringe Investitionstätigkeit und sinkende Exporte. Seit dem Handelskonflikt mit den USA ist der Anteil Chinas an den Importen in die USA auf 13% gesunken. Europa ist seit diesem Jahr vor China und Mexiko nur noch knapp dahinter. Mit einer Mini-Zinssenkung versucht nun China vor einigen Tagen gegenzusteuern. Wie erwartet haben führende Banken am Montag den Referenzzinssatz für einjährige Kredite gesenkt. Der Zinssatz für fünfjährige Kredite blieb aber überraschend unverändert, also weder Fisch noch Fleisch. Zu guter Letzt wurden die Wachstumszahlen für das zweite Quartal mit schwachen 0,8% bekannt gegeben. Da wundert es nicht, dass der chinesische Yuan schwächer gegenüber dem US-Dollar ist und der gut laufenden amerikanischen Wirtschaft. Werfen wir noch einen Blick in die USA. Die guten Wirtschaftszahlen haben dazu geführt, dass die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen auf 4,34% gestiegen sind. Das ist die schwarz unterlegte Zahl mit dem Markierungspfeil. Die Break-Even-Inflation zeigt die Inflationserwartung an. Die orange Linie markiert die Erwartung im Zeitablauf und die 2,34%, die orange unterlegt sind, bilden die aktuelle Erwartung ab. Aus der Differenz der beiden Zahlen ergibt sich der Realertrag, also jener Ertrag, der nach Inflation übrig bleibt. Und da sind wir bei der dritten Zahl, nämlich die 2%, die Realzuwachs für die USA bedeuten. Hand aufs Herz, 8,5% Defizit, Vollbeschäftigung, Normalisierung in der Automobilbranche, mehr als solide Einzelhandelszahlen. Könnte das nicht die amerikanische Notenbank veranlassen, über weitere Zinsanhebungen nachzudenken? Vielleicht noch eine Anhebung im Herbst und ab Mitte 2024 erstmals wieder Zinssenkungen bis Richtung 4%. Ist die Differenz zwischen den Leitzinsen mit 4 und 10-jährigen Staatsanleihen dann mit 4,35 zum Beispiel ausreichend? Antworten darauf bekommen wir von den Notenbankchefs, die sich wie jedes Jahr in Jackson Hole treffen. Wichtig wird die Rede von Jay Powell am Freitag um 16 Uhr sein. Auskunft über den Status von der Industrie und Service bekommen wir durch die Schnellschätzungen der europäischen und amerikanischen Einkaufsmanager im Lauf der Woche, die stark gestiegenen Renditen und die Wirkung auf den Immobilienmarkt erfahren wir durch Baugenehmigungen und Hausverkäufe. Zusammengefasst, China auf langsamer Fahrt, USA könnte das Soft Landing schaffen und Jackson Hole wird uns neue Erkenntnisse bringen. Mit diesen Informationen verabschiede ich mich für heute. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.